Oha, Rita schläft schon ein Stockwerk tiefer, tief und fest wie ein Baby. Und ja, es ist auch schon spät nachts, aber ihr habt uns schon so oft gefragt, ob wir nicht wieder mal ein Stadtupdate machen können. Und das wollen wir euch hiermit natürlich ermöglichen, oder besser gesagt, ich alleine, denn mit mir müsst ihr heute Vorlieb nehmen. Es gibt wieder ein Stadtupdate und wir zeigen euch, was wir in den letzten Tagen und Wochen so gemacht haben in der Lego City. Wir sind heute wieder mal froh, dass wir den Dachboden im letzten Jahr so aufwendig isoliert haben. Es hat draußen fast 35 Grad gehabt heute. Hier oben angenehme 25 Grad. Also das ist überhaupt kein Problem. Aber jetzt mal zu unserer Lego-Stadt. Als erstes mal, ja, wir möchten uns dafür entschuldigen, dass wir in der letzten Zeit nicht so viele Stadtupdates gebracht haben, wie es eigentlich geplant war. Das ist allen voran daran gelegen, dass wir sehr viele Arbeit bezüglich unserer Hochzeit erledigen mussten. Das hatte jetzt einfach Vorrang. Wir waren ein paar Mal eher sporadisch hier. Da ist zum Teil auch nicht so viel weitergegangen. Wir sagen es euch ganz ehrlich. Ich war einmal alleine da und einmal war ich zusammen mit Rita hier. Da haben wir ja einfach mal ein bisschen am Dachboden uns entspannt, haben die Züge fahren lassen, ein paar Steinchen gesetzt, ein paar Figuren und das war's dann im Großen und Ganzen. Wir brauchten einfach mal ein bisschen Zeit für uns und haben ein bisschen abgeschaltet. Und ja, also das Chaos ist momentan etwas mehr als sonst. Ihr kennt das aber schon von uns, dass es nicht immer so aufgeräumt ist. Das liegt einfach daran, dass immer an mehreren Baustellen gleichzeitig gearbeitet wird. Heute war zum Beispiel auch meine Mutter hier zu Gast und hat sich verwirklicht, hat ganz tolle Sachen eingebaut. Und ja, ich habe mir gedacht, ich nehme euch einfach mal mit auf eine kleine Tour in unserer Wild City und zeige euch, was sich in den letzten Tagen so getan hat. Beginnen wir vielleicht hier gleich mal auf der linken Seite, wenn man auf unseren Dachboden kommt. Und zwar seht ihr hier vielleicht schon, dass die Platten jetzt in etwas größerer Anzahl hier stehen. Und zwar haben wir diesen Bereich jetzt um fast einen Meter noch nach links erweitert. Das bedeutet, dass wir jetzt mehr Platz für unseren Strand haben und auch mehr Platz für das Meer. Wir haben einerseits diese Straße hier weiter nach links versetzt, was uns hier ein wenig mehr Spielraum gibt. Hier habe ich zuerst zum Beispiel gerade mit diesem Space Shuttle Set herum experimentiert. Ich habe mir das so vorgestellt wie in Florida, in Cape Canaveral, wo ja auch die Raketenabschussbasis in der Nähe vom Strand ist. Und dann haben wir hier den Strand schon mit all unseren beigen Platten erweitert. Da hat auch meine Mutter sich heute schon ein bisschen ja, von ihrer besten Seite gezeigt und mitgeholfen. Das heißt, hier ist jetzt alles schon ein bisschen weiter auseinander. Hier wird natürlich noch viel mit ja, Tan Plates gearbeitet, um auch ein bisschen eine Sandstruktur hineinzubringen. Und das sieht jetzt schon um einiges besser aus, denn der Strand war schon sehr dicht. Oder besser gesagt, die Leute, die sind fast aufeinander gelegen. Ja, was ist mit dem Meer passiert, fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich. Wir haben jetzt auch viel Platz, um hier eine Wasserfläche zu bauen. Die blauen Platten mitsamt den ganzen 1x2 Fliesen, die ihr vielleicht auf Instagram gesehen habt, da haben wir ja eine Riesenbestellung gegeben mit 12.000 ja, 1x2 Trans Dark Blue Tiles, das ich jetzt noch herausbringe. Und die Platten sind gerade bei Ritas Mutter in Arbeit. Sie hat uns versprochen, dass sie bis nächste Woche, ich hoffe das stimmt, die 12.000 Tiles auf den großen 32x32 Platten verbaut hat. Und dann werden wir hier das Meer in seiner vollen Pracht genießen können. Das wird dann schon ganz cool aussehen. Vom Stil her also ähnlich, wie wir es zum Beispiel hier haben bei der Ninjago City. Hier ist ja auch das Wasser so toll gelöst hier mit diesem. Allerdings sind das die hellblauen und wir haben uns für die dunkelblauen entschieden. Einzig und allein, weil das Meer ja doch um einiges tiefer ist und auch aus Kostengründen da die dunkelblauen, ja, ungefähr 1/5 von den hellblauen kosten. Hier wird sich also in nächster Zeit einiges tun. Einerseits haben wir hier die Platten schon angeordnet, man kann hier aber noch ganz normal durchgehen, also das ist
Platz genug und der Strand wird dann um einiges besser und glorreicher aussehen. Ich habe heute schon damit begonnen, auch hier die Straße richtig auszurichten und habe schon die letzten hellgrauen Fliesen, die wir noch hatten, hier verwendet, um mal mit dem Gehsteig anzufangen. Da habe ich allerdings noch nicht genug Zeit gehabt. Hier, wie gesagt, ein Versuch, das Space Shuttle mitsamt der Abschussrampe in die Stadt zu integrieren. Und gehen wir jetzt mal nach hinten in die Innenstadt. Dort hat sich auch ein bisschen was getan. Hier beim Hafen noch alles beim Alten. Und im Moment, weil wir gerade mitten in der Arbeit sind, liegen hier wieder alle möglichen Säckchen und Tüten herum. Hier mit Figuren, zum Teil auch aus den Minifiguren-Serien, die bei allen möglichen Einkäufen jetzt dabei waren. Vielleicht kennt ihr das ein oder andere Figürchen ja sogar aus einem Haul-Video. Wir haben auch ziemlich viel hinter den Kulissen gearbeitet, was man wahrscheinlich auf den ersten Blick gar nicht sehen wird. Wir haben bei den Häusern zum Teil Fenster getauscht, weil falsche verbaut waren. Hier habe ich mich zuerst ein bisschen geärgert, vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen. Unsere Market Street hat oben im 2. Stock noch gar keine Fenster drin. Da sind nur die Fensterrahmen, aber irgendwie, ich habe ja dieses Set mir von Bricklink-Teilen zusammengebrickt und habe da anscheinend ein anderes Fensterrahmenteil erwischt oder ich weiß nicht, andere Fenster. Und ich habe dann mal Fenster gekauft und die haben nicht gepasst. Und dann habe ich mir gedacht, okay, kein Problem. 5 dieser Fenster kann ich ja nachbestellen. Ich weiß jetzt, welche ich brauche. Jetzt habe ich mir wieder 5 bestellt und sie passen wieder nicht. Also das ist irgendwie ja ein bisschen ein Durcheinander. Ich habe da wahrscheinlich die Teilenummern oder die Fensterrahmen verwechselt. Ich weiß jetzt, welche reingehören. Ich hoffe zumindest. Und dann wird auch die Market Street hier mal in ihrem vollen Glanz erstrahlen. Weiter geht's hier beim Eisenbahnbereich und zwar habe ich heute mal ein bisschen damit angefangen, das Gleisbett hier zu designen. Ich habe relativ spartanisch damit begonnen, hier mal ein paar braune, graue und grüne Teile zu verbauen und wollte mich dann verwirklichen. Ich zeige euch jetzt mal im Detail, wie das aussieht. Und irgendwie bin ich jetzt momentan gerade der Meinung, also es ist noch nicht fertig, aber momentan bin ich der Meinung, als wäre das ein bisschen too much, also ob das nicht vielleicht ein bisschen zu sehr verwirklicht ist. Ich bin am Überlegen, ob wir nicht ein paar dieser Büsche, Sträucher und Blumen wieder entfernen sollen. Also wie gesagt, ich muss es vielleicht zuerst noch weiterbauen, denn hier soll natürlich der ganze Bereich etwas eingefasst werden und auch zwischen den Gleisen soll natürlich Unkraut wachsen und hier so verdörrte Büsche und Sträucher, alles Mögliche. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das so lassen werde oder ob es natürlich schöner aussehen würde, wenn es natürlicher wäre und mit weniger Schnickschnack rundherum. Was haltet ihr denn davon? Sagt uns gerne Bescheid, wie ihr es gerne haben würdet und wie es euch am besten gefällt. Dann haben wir ein paar Testfahrten mit unserem Krokodil gemacht, welches wirklich ein tolles Set ist, nur schienentauglich ist sie im Originalzustand nicht wirklich. Wir haben jetzt ein bisschen herumprobiert. Das Problem, was wir haben, es ist zum Teil hier die Schienenführung nicht ganz gerade. Hier zum Beispiel von der Baseplate runter, das ist schon wieder ein Problem. Dann kommt gleich später die Weiche, das ist das nächste Problem. Dann geht es hier wieder auf die Baseplate hinauf, also das Teil entgleist ohne Ende. Wir haben schon ein bisschen herumprobiert mit den Gummis, mit den Platten, aber momentan sind wir da noch nicht ganz zufrieden. Hier geht es weiter in der Downtown. Hier hat sich Folgendes geändert und zwar haben wir hier jetzt, der eifrige Zuseher unseres Kanals erkennt es vielleicht, wir haben hier jetzt mehr Bäume. Also das war ja auch eine Geschichte. Wir haben euch ein paar Mal schon davon erzählt, dass uns eine große Bricklink-Bestellung verloren gegangen ist. Wir haben dann über 2 Monate auf Ersatz gewartet, Geld zurück, Geld wieder geschickt, dann hat wieder was mit dem Versand nicht gepasst und so weiter. Da waren diese Baumteile drinnen, also Blätter und auch die Baumstämme. Und wir haben uns jetzt mal an ein paar Bäumen versucht, unterschiedlich in der Höhe und auch in der Ausführung. Und ich muss sagen, das sieht eigentlich ganz nett aus. Auch hier mit dem Papageienschwarm, der hier einen Rastplatz gefunden hat.
Und auch hier zum Beispiel bei der Parkgarage ist jetzt so ein größerer Baum verbaut worden, natürlich ähnlich im Stil, aber das kann ja durchaus sein. Das Einzige, was noch nicht ganz dazu passt, ist der Baum vom Bookstore. Der sollte vielleicht noch grüne Blätter bekommen, denn hier ist Herbst oder Winter und das passt dann nicht so ganz. Ich nehme euch jetzt noch mit in den Untergrund, denn ich muss euch was zeigen, was wir nur von dort drüben sehen. Dann seht ihr wenigstens auch mal, wie wir hier unter die Tischplatte kriechen und uns dann in diese Löcher hineinquetschen. Also, hier seht ihr auch mal von der anderen Seite, wie das aussieht mit den Bäumen. Und ich finde, das ist schon ein netter Einblick hier. Also beim Krankenhaus haben wir dann die nächsten Bäume. Hier seht ihr auch schon das Einkaufszentrum, welches wir euch mal zeigen werden, wenn wir es ein bisschen besser in die Stadt integriert haben. Ich sage euch, das war eine Schwerstarbeit, dieses Monstrum von unserer Wohnung hierher zu bringen. Alles heil angekommen zum Glück, aber jetzt haben wir noch viel Arbeit vor uns. Wir möchten das Ganze noch hier schön in die Stadt integrieren, vielleicht mit einer Fußgängerpromenade, auch Bepflanzung. Hier soll ein Straßencafé hinkommen, wo sich die Leute treffen und Kaffee trinken. Also da gehört noch viel gemacht, das ist ganz klar. Das ist noch lange nicht fertig. Hier zum Beispiel ist auch ein großer Baum, auch mit Papageien, und hier sind neue Blumenbeete entstanden. Also ich muss sagen, das sieht wirklich schon ganz nett aus. Sagt uns auf jeden Fall, was ihr von den ein paar kleinen Erneuerungen in unserer Stadt haltet. Wir werden jetzt unser Bestes tun, um in der nächsten Zeit wieder mehr Zeit für die Stadt zu haben. Das werden wir garantiert haben, das können wir euch schon sagen. Und dann wird hier auch wieder mal etwas weitergehen und es wird wieder Ordnung einkehren und ihr könnt euch freuen. Es ist eines der nächsten Projekte, der Hafen, der gebaut werden soll. Dann wird hier diese große Fläche, die wir noch frei haben, mal mit diversen Ideen versehen und schauen wir mal weiter, wie das sich dann entwickelt. Wie gesagt, im Moment haben wir viel Arbeit hinter den Kulissen geleistet. Auch hier zum Beispiel dieser kleine Eistruck ist neu, der hier gerade ein Eis an diese Dame verkauft hat. Lauter solche Sachen haben wir gemacht in der letzten Zeit und das hat natürlich auch viel Zeit in Anspruch genommen. Das ist gar kein Problem. Mit einem tollen Blick auf unseren Stadtplatz werde ich euch jetzt entlassen. Es gibt dann noch einen zweiten Teil dieses Videos, welcher dann als nächstes kommen wird. Also freut euch und dann werden wir uns gemeinsam den hinteren Teil unserer Lego-Stadt gemeinsam ansehen. Bis dahin, baut was Schönes, lasst eure Züge fahren, das werden wir auch jetzt vielleicht dann noch machen, morgen, wenn wir Zeit haben. Und dann sehen wir uns bestimmt bald wieder. Bis bald und tschüss.